Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass es, glaube ich, hier kein Let's Play so wirklich ist, sondern eigentlich, ich erzähle euch oder dir über meine Vergangenheit, über meine Kindheit, über alles. Aber das Spiel ist eigentlich schon cool. Also ich hatte noch niemals so ein Spiel, wo ich so viele Erinnerungen hatte. An meine Kindheit. Wie das hier. Zuerst mal will ich da hochgehen. Voll. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Game. Also wirklich sehr ruhig. Oh, einen amerikanischen Schulbus. Welcher Film war denn das? Ja, das war es, glaube ich, Superman, wo er rausgegangen ist, dann er die Tür so gemacht hat und dann den Schulbus von einer Brücke gerettet hat. Wo, wie hieß denn der Vater von Superman, also der Darsteller von Superman, der Vater. Ja, wo dann, glaube ich, ein Tornado war, wo er dann zum Auto den Hund retten halt wollte. Superman war mit seinem Arm unter der Brücke, hat er dann nur den da gemacht. Das war so wirklich so einer der geilsten Szenen dort. Und wir wussten alle, er konnte seinen Vater retten, aber der Vater wollte nicht, dass er seine Kräfte zeigen soll. Wollte er nicht. So. The more I withdrew, I asked myself, why talk to anybody anyway? Why bother when I'm happy by myself? I started drawing a lot, mostly animals I saw in the woods by my home. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies. I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There's something special about having a place to call your own. And now look at us. Well, if you count renting in an overpriced city. It's as close as we can get for now. Thought it was important to say that yes, I actually did draw this with crayons. And it was just funny to me one day that I was like, I'm working on my game, and I pulled out my little 1-year-old's like crayon set to draw this item for this game. I just realized just now that I probably threw away the original. I probably should have kept it and given it away to somebody, but oh well. Nein. Thought it was important to say that yes, I actually did draw this with crayons. And it was just funny to me one day that I was like, I'm working on my game, and I pulled out my little 1-year-old's like crayon set to draw this item for this game. I just realized just now that I probably threw away the original. I probably should have kept it and given it away to somebody, but oh well. Neid habe ich auch früher. Haben wir noch im ersten Dorf gewohnt, wo wir in Westen gesungen sind. Und da gab es dann noch diese Dittelmaus. Dittelmaus heißt es. Und dann gab es auch diesen Käseblatt. Und wir haben immer den Käseblatt immer nachgezeichnet. Also nicht nachgezeichnet, sondern
haben unsere eigene Käseblatt-Zeitung gemacht. Das, glaube ich, war auch vor dem richtigen Käseblatt. Aber wir haben die Gemäuse gemalt, wir haben kleine Rätsel gemalt, wir haben kleine lila Bulten gemalt. Also meine Schwester und ich. Und das waren, glaube ich, immer nur 4 oder 6 Seiten. Also wirklich. Und eigentlich stand da überhaupt nichts drin. Also eigentlich, also bist nicht schlau geworden. Aber wir haben es gezeichnet. Wir fanden das cool. Und ungefähr, glaube ich, ein halbes Jahr später kam dann so die richtige Diddelmaus-Magazin, der Käseblatt. I feel like one of the main reasons people play small indie games is because they are so personal and intimate. So I tried to put myself into this game as much as possible. So almost all the vignettes or little stories you hear in this game, they come from my childhood, where I grew up in the middle of nowhere in Central Virginia in the United States. So yeah, that's probably why I love games like this so much, where you explore this open, wide environment and just find interesting things, because that's exactly what I did as a kid. Okay, wie kommen wir da hoch? Ich glaube, wir müssen einmal außen rumlaufen. Oh. Aber was sind eure Geschichten so, wenn ihr so diese Sachen, die Uhr, die lächelt, also 10 nach 10, oder die Eisenbahn, was sind eure Erlebnisse? Oder anders gesagt, was ist deine Erlebnisse? Deine. Oh, ich liebe diesen Zoom-Effekt. No joke. Ich liebe es. Warte mal, lol. Ah, es geht, okay. Ich habe ja fast gedacht, dass der Zoom-Effekt auch unten wäre. Aber ich habe ja alles in einer Quelle gemacht. Bei OBS. Und ja. So, da sind die Punkte. Da müssen wir runterspringen, aber ich will noch mal hier gucken, ob hier noch was ist. Eine amerikanische Flagge mit Medaillen. Er hat ja auch gesagt, dass sein Vater im Krieg war. Oder gedient hat, so. Wir haben schon 22. Ach, Hasen. Ups. Was denn das denn? Auch eine Einsammelte. Und hier ist wieder der Weg. War da hinten nicht was? Ne. Aber ist schon ein recht geiles Game. Okay. Was kommt denn jetzt?
Aber wir haben jetzt Frühling. So. Müssten wir theoretisch jetzt in Frühling sein. Neue Welt, neues Glück. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Die Tiere in der Garage schon heftig. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe Böller in einem Briefkasten gepackt. Aber wie gesagt, ich bin auch dumm gewesen. Ich habe Böller in meinen eigenen Briefkasten reingeschmissen. This is the level that I showed at PAX West, which was a crazy dream come true, that this hobby project was being shown next to all these amazing indie games. So I decided to show this level because it's smaller, there's like some jumping puzzles, and I thought it was a good entry into the game. But the one thing I can't seem to forget is right before we opened to the public, there was an indie dev superstar. Like, you've definitely heard of his games. And I was like terrified. He wanted to try it out. So I said, of course, like, please give me your feedback. And he was super nice, super talented, of course. But this embarrassing bug happened, which I'd never seen before in my life, where when he dug the item up, he jumped right after, and it created the dust cloud to permanently be on the rest of the level. It wouldn't turn off. So it looked like this fart cloud following the fox as it just kept running with this beautiful music and serious voiceover. And it was horrible. I think about that every time I look at this level. But, you know, I was able to fix it, so I'm glad someone could at least find that bug. Okay, hier ist die Meterwand. Und hopp. Na Joke, ich will nicht aus diesem Level raus, solange wir nicht alles mit haben. He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us send a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever.
Da kenne ich auch eine Geschichte mit dem Auto. Hopp. Meine Eltern waren irgendwie irgendwo hin. Ich weiß nicht mehr wo. Und ich fand das cool. So glaube ich 12 oder 11 Jahre alt. Ihr Auto zu starten. Und ja, ich habe es nicht hingekriegt. Hab einen Gang rausgemacht und dann ist es runtergerollt. Und war dann auf der Straße. Das war ungefähr mit 22 Uhr. Ich hatte voll Panik gehabt, weil das Auto stand auf der Straße. Ich konnte keinen Rückwärtsgang einlegen. Und habe dann eine Nachbarin gefragt, ob sie das Auto zurückfährt. Das ist cool. Und ja, dann hat sie das Auto zurückgefahren. Oder gefahren. Oh. Was macht man damit? Wenn ich springe, sind die weg. Aber die leuchten nicht mehr so schön. Das will ich noch nicht. Ich will hier rüber gucken. Ja, wir müssen hier hoch. Weil da unten waren wir ja schon. Da waren wir auch schon. Da hinten waren wir auch schon. Jumping. I always wanted this game to be very meditative and relaxing, but I know there's a balance between keeping the player's interest. So I added this butterfly jumping mechanic just to like spice things up. I used a plugin called Playmaker for Unity, which in a visual editor lets you do interactive things, which is perfect for me because I do come from a film and design background. But on the flip side, I really wish I was good at code because this jumping mechanic, the jumping mechanic in the whole game actually has frustrated a lot of players. But hopefully I've been able to fine tune it, so it should feel a lot better now. I would just hate that this meditative game would get frustrating, so I've definitely I've lowered the gravity, I've made the jumps more consistent, so hopefully people can just focus on the world and the story. Da habe ich was gesehen. Okay. Okay. Kann man da hin? Vielleicht. Besonderen Schmetterlinge. Hopp. Nein. Hopp. So, hier ist auch noch eins. Die Bäume sind gerade gewachsen. Schmetterlinge, Schmetterlinge, Schmetterlinge. Auch wieder ein Schmetterling. Ich würde sagen, wir gehen wieder nach links. Das Spiel lädt uns ein, immer nach links zu gehen. Nur Joke.
So, ich will mal hier zuerst hier drauf bleiben. Weil... Genau deswegen. Ja, ganz ehrlich, früher fand ich Raketen nicht so toll. Fand ich wirklich nicht so toll. Da fand ich Knaller viel besser. Und je älter man wird, je bequemer wird man auch. Momentan würde ich schon sagen, ich fühle die Batterien mehr als die Raketen. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was going to be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? Surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. Ja. Schwieriger Teenager war das. Da hat sie recht. Na, wie kommen wir da hoch? Nein, das war ein Baum. Ich hole mir mal die Schmetterlinge. Das ist schon cool. Und wir gehen jetzt hier drauf. Lol. Ich hätte, glaube ich, da versuchen sollen. Und das war ein bisschen zu hoch. Ein bisschen. So ein bisschen. Lol, wieso? Das schaffen wir nicht. Schade. Ich habe hier irgendwo ein Steinchen gesehen. Ja.
So, wir dürfen nicht springen. Nein. Los, komm her. Ich weiß nicht, wie wir da hochkommen können. Nur Schock. Ich versuche mal hier den Schmetterling. So, dieser letzte Versuch. Schön auf Krampf. Warte mal, wenn wir hier hochgehen. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir da hochkommen. Aber vielleicht können wir hier hoch strapseln. Los, spring. Ach, Foxy. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir brauchen die Schmetterlinge wieder. Wir nutzen das als Rampe, soweit wir hier hochkommen. Oh. My biggest hope for the players that are playing is that they realize how similar these two parallel stories are, of this fox looking for her missing cubs and also of this son reconnecting with his father. And so I try to add little touches in the voiceover and in the environment to help draw those parallels, even if they seem totally dissimilar. A big example is the truck, for instance, that Joseph grew up with. It's purple and yellow like the butterflies for this fox. So I tried to add as many touches like that throughout the story as possible. Und wir haben es geschafft. Jetzt will ich die Kassette hier auch einsammeln. Schwimmen. You may have noticed there's a little pond here, and believe it or not, I tried everything I could to get swimming working in this game, and I just could not do it, unfortunately. And so all the water in this game you can just stand in, which is, it still like bums me out, but the systems were not working, it was buggy. So I just had to throw it out, which, you know, I think it's okay. Like, I wish it was there, but again, the focus of this game is on the story. So. Warum sind wir hier auch fertig?
Was liegt da? Zettel mit einem Bleistift. Friseur-Shop. Ich glaube, hier brauchen wir die. Drei Stück. Warte mal. Wenn wir 3 Stück brauchen. Müssen wir zuerst die am Wasserfall mitnehmen. Weil da kommen wir nur mit Springen hin. Dann die in der Mitte. Und dann die am Wasserfall. Weil hier kommen wir echt nur mit Springen hin. So, 1. Na, scheiß drauf, wir machen das einfach hier. 2. Wir dürfen nicht springen, wir dürfen nicht springen, wir dürfen nicht springen. 3. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. Und da hinten haben wir alles gesammelt. Ja. Ja, dann war es ja easy. Nur Joke, also wenn wir das aufladen können, die Schmetterlinge, ist es ja eh einfacher. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Die Frage, wo müssen wir jetzt lang? Ich will mal wieder links. Mal da hinten hin. Will hier
Aber ich glaube, hier ist nichts. Ne? Ah, nichts. Da ist nichts. Und nächstes Kapitel. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht es weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live gehe. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!